entdecken am Meer eine Bärenspur, fahren zum meistfotografiertesten Leuchtturm Kanadas, besuchen eine von deutschen Einwanderern gegründete Stadt, fahren zum Bellingsrock und wandern über einsame Trails. Und zwischendurch gibt es noch etwas zum Schmunzeln und zum Schluss unsere Splitbox. Hallo, ich bin Karin und zusammen mit Klaus sind wir mit unserem Orange Dexter ohne Zeitlimit unterwegs von Fairbanks nach Manaus. Wir freuen uns darauf, unterschiedliche Länder und Menschen kennenzulernen und begleitet uns doch einfach auf YouTube. Ladies and Gentlemen, Boys und Girls, willkommen bei Fanlife 65+. Morgen! Unsere erste Nacht im Dexter, nach 3 Wochen. Gott sei Dank ist er wieder da und die Nacht war super toll. War sehr ruhig. Wir stehen hier im Crystal Crescent Beach Provincial Park, so circa 10 Kilometer außerhalb von Halifax. Der große Parkplatz ist leider noch geschlossen, weil wir noch außerhalb der Saison da sind. Aber wir haben vorne dran noch ein Plätzchen gefunden, so ungefähr 3 Parkbuchten. Und da standen wir die ganze Nacht. Wir sind jetzt in Peggy's Cove angekommen. Die Fahrt nach Peggy's Cove war schon ganz toll hier. Wir sind so entlang von Buchten gefahren, riesige Granitfelsen, Bäumchen drauf, kleine Inselchen. Also es war echt mega, war schon echt toll. Und jetzt sind wir hier am Hafen von Peggy's Cove und obwohl 2,4 Millionen Besucher jedes Jahr hierher kommen, hat sich das Dörfchen doch noch seinen eigenen Charme erhalten und das finden wir ganz toll. So, und jetzt gehen wir an den Funkturm, Quatsch, natürlich an den Leuchtturm. Und da hinten ist der Leuchtturm. Ist nicht ein Leuchtturm, das ist der Leuchtturm, der mit auf der Welt zu den meistfotografiertesten Leuchttürmen zählt. Aber auf jeden Fall ist es der meistfotografierte von ganz Kanada wahrscheinlich. Ja, genau. Unser erster Sticker, den wir hier in Kanada aufkleben, am Leuchtturm von Peggy's Cove. Hallo, wir sind jetzt in Lunenburg angelangt, die älteste deutsche Siedlung in ganz Kanada. Die Altstadt ist geprägt von Holzhäusern, die toll renoviert sind und jedes eine andere Farbe hat. Also ist echt ganz toll anzuschauen hier. Wir haben uns doch entschieden, hier auf dem Parkplatz beim kleinen Hafen stehen zu bleiben. Gestern habe ich ganz vergessen zu erwähnen, dass Lunenburg UNESCO-Weltkulturerbe ist. Jetzt fahren wir zu Mr. Water, tun unseren Wassertank auffüllen, tun Grauwasser ablassen und dann müssen wir auch nochmal Wäsche waschen. Und dann geht's weiter am Atlantik entlang bis zum Ketchum-Kuchik Seaside Shore Park. Unser erster Nationalpark in Kanada auf unserer großen Reise. Der Ketchum-Kuchik National Park Seaside. Yeah! Wir machen jetzt hier eine kleine Wanderung. Da geht es hauptsächlich am Meer entlang. Und dann nehmen wir euch mit. Lasst euch mal überraschen. Ja, hier ist der Eingang zu diesem Nationalpark, der am Atlantik liegt. Es ist natürlich jetzt außerhalb der Saison, ist halt niemand da. Und was wir jetzt eben gesehen haben hier, ich glaube, wir müssen uns doch mal so langsam um Bärenspray kümmern. Hier soll es auch Schwarzbären geben im Ketchum-Kuchik Nationalpark. Hier habe ich eine Fotofalle entdeckt. Ich gucke mal, ob ich die besser sehe, um zu gucken, wer da so alles und was da so alles aus dem Wald rauskommt. Ja, die Fotofalle war jetzt tatsächlich für Bären gedacht. Ich glaube, wenn wir jetzt hier den Weg entlang laufen, rufen wir doch ab und zu mal: Hey Bär! Hey Bär! Hey Bär!
Heute ist auch tolles Wetter, die Sonne ist draußen, es ist 8 Grad warm. Hat heute früh noch nicht so danach ausgeschaut, dass sich das Wetter so toll bessert. Aber manchmal muss man auch mal Glück haben. Ja, hier steht es eindeutig. Warnung, in diesem Areal gibt es Bären. Bitte mit Vorsicht wandern. Ja, das machen wir jetzt auch. So, jetzt kommt eine Kurve und jetzt tun wir ganz laut Hey Bär. Aber ist keiner da. Zum Glück oder leider. Das bleibt abzuwarten. Jetzt ist Mitte März. Ich glaube, zum Glück ist keiner da. Ich glaube, die sind jetzt recht hungrig. Das ist doch mal eine ganz andere Küstenlandschaft hier. Jetzt weiß ich auch, warum das da vorne am Eingang auf der Wegbeschreibung difficult steht. Weil man muss dann doch ein bisschen aufpassen. Aber da vorne haben wir dann wieder zumindest Waldboden unter den Füßen. Es scheint hier so ein bisschen so ein Feuchtgebiet zu kommen, weil hier jetzt Stege sind oder ein Holzsteg ist. Scheint hier, ah ja, hier ist alles feucht. Hey Bär! Ja, die Bären, die gehen ja auch dann auf den Hauptwegen, weil sie halt einfach auch zu bequem sind, sich durch das ganze Gestrüpp zu kämpfen. Deswegen haben wir uns gedacht, sagen wir mal nach jeder Kurve was, damit er uns hört und uns nicht auffrisst. Hey Bär! Jetzt geht's zum Auto und dann müssen wir uns noch einen Stellplatz für die Nacht suchen. Hi, heute bin ich der Beifahrer. Klaus sitzt am Steuer. Bei strahlendem Sonnenschein sind wir jetzt auf dem Weg nach Jarmaus. Wir wollen unsere Vorräte wieder aufstocken, denn das Wochenende steht davor. Und da wollen wir halt ein bisschen was an Lebensmittel bunkern. Wir haben nämlich noch so einiges vor. Aber bevor wir dann weiterfahren, wollen wir noch auf eine kleine Halbinsel fahren und unseren Tag dort verbringen. Weil die soll sehr schön sein und das wollen wir uns auch mal angucken. Changing fast. Ja, du willst ja auch hin. Jetzt gehen wir zusammen hin. Hab los. So, the second chair in Nummer. The second chair brauchst du nicht zu sagen. Hauptnummer. Okay. So war der Spaß. So, wir sind im Ketchum-Kucek Nationalpark und National Historic Site und das feiern wir jetzt. Prost! Und sitzen, wie ich schon angekündigt habe, auf einem roten Stuhl. Auf 2 roten Stühlen. Auf 2 roten Stühlen. Auf geht's! Auf geht's! Wir sind jetzt im Nationalpark und wollen jetzt die Runde zu dem Mills Waterfall laufen. Geht schön am Fluss entlang und da gehen wir jetzt mal hin. So, wir beginnen unseren Trail. Es ist cool, in diesem Park die ganzen Wassermengen zu sehen. Und im Frühjahr
donnern da riesige Wassermengen über die Mills Falls. Echt beeindruckend. Es ist ja echt toll, dass es ja so viele Backcountry-Campingplätze gibt. Und wir laufen jetzt aber zu den Hemlock Hardwoods. Hier habe ich ein Stückchen Birkenrinde gefunden. Damit haben die Mi'kmaq, die First Nation hier, die hier immer noch wohnen, ihre Kanus gebaut. Man soll hier auf den Holzstegen bleiben, damit der empfindliche Waldboden nicht zusammen... Zack. So, das war ein kleiner Abgang. Die Bretterdinger sind sowas von rutschig. Jetzt habe ich mich eben auf den Arsch gelegt. Habt ihr wohl gemerkt. So, endlich gibt es jetzt eine Kaffeepause. Ansonsten, wenn ich jetzt nichts zu essen und zu trinken bekomme, wäre ich schnell leidlich. Das stimmt. Das war ja wohl klar. Der See hier ist ja riesig. Soweit das Auge reicht, Wasser. Ein Eldorado für alle, die gern Wassersport machen. So, wir sind jetzt am Ende unserer heutigen Videos angelangt und nun die Splitbox mit einigen Informationen. Angekommen sind wir hier in Halifax. Wir haben hier unsere erste Nacht verbracht im Crystal Crescent Beach Provincial Park, war ganz toll. Dann waren wir hier in Peggy's Cove. Dann sind wir hier schön die Küste entlang gefahren bis nach Lunenburg, die älteste deutsche Siedlung von ganz Kanada. Und immer schön an der Küste entlang und da war unser erster Nationalpark, Ketchum Koochick National Park Seashore. Ganz toll, habt ihr ja gesehen. Dann sind wir immer weiter, schön an der Küste entlang und dann haben wir nochmal entdeckt hier den Leuchtturm am Cape Forchu. Haben wir auch einen schönen Trail gemacht und dann, das war besonders schön hier. Und hier draußen sind wir auf die Landzunge auf Long Island und waren dann in Tiverton am Balancing Rock. Also unbedingt müsst ihr dahin, ist ganz toll gewesen. Dann ging es in den Ketchum Koochick Nationalpark. Da haben wir jetzt 3 ganz tolle Tage verbracht. Also ist sehr zu empfehlen. Von uns bekommt der Park absolut 5 Sterne. Wir sind gewandert am Mersey River entlang. Wir waren in den Hemlocks. Wir haben einen schönen Tag am See verbracht und absolut zu empfehlen. Im nächsten Video nehmen wir euch mit in die Bay of Fundy und in den Cape Breton Highland National Park. Bleibt dran, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, lasst uns ein Like da und thank you for watching us.